Lieben Steinböcke, heute machen wir wieder eine Legung mit dem wunderschönen Universumsuntergrund. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Das letzte Mal in meiner Legung da habe ich gemacht, was dich und die Liebe blockiert. Das finde ich eigentlich ein super spannendes Thema und ich würde euch allen empfehlen, die Legung auch noch anzugucken hinterher. Die mache ich auch in die Beschreibung noch mal rein. Da habe ich auf dem Holztisch gelegt, könnt ihr mir mal sagen, was ihr schöner findet. Also, ihr habt mich diesen Monat oder den letzten Monat im Juli mit am meisten unterstützt. Ich habe von euch am meisten Likes und Daumen nach oben bekommen. Und dementsprechend fange ich mit euch, den Löwen und den Wassermännern an, diesen Monat für den Monat August. Aber diese Legung ist natürlich, wann immer sie dir begegnet, ist sie deine Legung. Also wenn du das irgendwann viel, viel später guckst und es kommt bei dir in der Liste, dann, weil es für dich jetzt bestimmt ist. Aber offiziell ist das jetzt hier die August-Legung für die Steinböcke. Und das gilt natürlich auch, wenn du Aszendent Steinbock bist oder Mondzeichen Steinbock. Dann können hier auch viele Informationen für dich dabei sein. Ihr habt mir ganz super schöne, super liebe Kommentare hinterlassen. Darüber freue ich mich auch immer ganz besonders. Ne? Also hier zum Beispiel mega, vielen Dank, Ausrufezeichen, eine super Legung. Ich bin gespannt. Bis jetzt passt alles. Ne? Auch so, ich freue mich super, super, super. Ich habe hier einfach nur Herzchen und hier das Emoji. Ne? Ich freue mich immer über Kommentare. Dann habe ich hier einmal aber auch irgendwie stehen. Wie ist das? Ich glaube es tatsächlich nicht, aber der Gedanke daran ist sehr schön. Danke für die Warnungen und Ratschläge und überhaupt für so viel Hoffnung. Herzchen und Blumenstrauß und Smiley und Butterfly, Schmetterling und tanzende Frau. Ja, da wollte ich noch mal kurz zu sagen, wir sind ja alle Erdzeichen. Ich bin ja auch Steinbock. Gilt aber auch, glaube ich, für die anderen, für Jungfrau und Stier, sehr, 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 sehr toll. Wir sind natürlich auch dafür prädestiniert, am Boden der Tatsachen bleiben zu wollen, ne? Dass man immer sehr realistisch ist und immer glaubt, das passiert nur allen anderen, aber mir nicht. Oder man muss ja realistisch bleiben, ist ja so ein sehr, sehr, sehr beliebter Satz bei den Erdzeichen, man muss ja realistisch bleiben. Realistisch ist aber natürlich auch immer das, was wir uns selbst erschaffen. Mit unseren Träumen und Gedanken, das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass ihr das alle versteht, dass wir das alle verstehen, dass deine Gedanken deine Realität schaffen. Und je weniger du natürlich daran glaubst, dass die Liebe zu dir kommt, desto weniger Chancen gibst du der Energie, Liebe zu dir zu kommen. Also für alle, die sozusagen die Hoffnung schon aufgeben, ich empfehle euch aus ganzem Herzen, dass ihr Meditation macht zum Thema Liebe anziehen, dass ihr Affirmationen hört zum Thema Liebe anziehen. Wir lesen hier aktuelle Energien, was gerade wichtig ist, auch was du dir gerne angucken darfst, um eben Energien auch aufzulösen oder Dinge anders zu machen, aus Situationen größer hervorzugehen und so weiter und so fort. Aber das ist es immer sehr wichtig, dass man auch an sich selbst arbeitet. Und an sich selbst arbeiten fängt wirklich schon ganz einfach an, indem man anfängt, sich Meditation anzuhören oder indem man einfach mal anfängt, seine Gedanken zu beobachten. Denn mehr negative Gedanken bei uns so im Kopf herumgeistern, umso schwerer machen wir es am Ende des Tages uns selbst. Das ist einfach die Realität. Und daran habe ich selber als Steinbock auch lange gearbeitet und ich bin auch immer noch jemand, der sich gerne zurück auf den Boden der Tatsachen reißen lässt. Ist ja auch gut, dass wir immer alle geerdet sind, mehr als die anderen Sternzeichen und eine gute Verbindung zur Mutter Erde haben, aber das heißt natürlich auch echt, oft auch das Gefühl haben, dass wir hier nicht abheben dürfen, und dass wir uns manchmal dann vielleicht auch weniger zutrauen als andere Sternzeichen. Und du darfst aber auch gerne in die Energie gehen, dass du glaubst, dass du die Liebe verdient hast. Dass du glaubst, dass da noch jemand für dich ist, der dich genauso liebt, wie du bist. Das fängt alles schon mal damit an, dass wir daran selber wirklich aktiv auch arbeiten, dass wir den Glauben nicht verlieren und dass wir nicht immer nur sozusagen das Schlechte sehen. Also Steinböcke, Jungfrauen, Stier, die sind schon tendenziell auch die pessimistischen Sternzeichen. Und da nehme ich mich, wie gesagt, selber nicht aus. Aber Optimismus wird dich in diesem Leben immer weiterbringen als Pessimismus. Das wollte ich euch nochmal gesagt haben. Und damit beginnen wir eure Legung. Wir gucken erstmal in die Magie der Göttinnenkarten. Das sind die ich gemacht habe. Und dann gehen wir weiter ins Tarot.
Ups, da kommen sie ja schon und nicht nur eine. So, was haben wir da? Wir haben die Irene, das ist die Karte für den Frieden. Wir haben die Lakshmi, das ist die Karte für das Glück mit der Nummer 28. Ist übrigens die 28, bin ich geboren. 28.12. noch jemand hier dabei? Schreibt mir bitte drunter. Und die 33. Das ist die 33 und die heißt Shala Chui Chlung Shizu. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau, wie man es ausspricht, obwohl ich in Mexiko lebe. Das ist aztekisch. Lass mich noch mal kurz drüber nachdenken. Chal Chui Chlaxio. Die Wassergöttin. Diese Göttin steht explizit für fließendes Wasser, also vor allem Flüsse. Ja, Flüsse und Seen, aber halt vor allem Flüsse, die im Fließen sind. Also wenn du einen Fluss bei dir in der Nähe hast, und wir haben jetzt ja noch die Jahreszeit, wo man das auch echt gut benutzen kann, dann geht es hier auch wirklich darum, dass du dich auch mit der Wasserenergie verbindest und auch gerne mal in diesen Fluss gehst und in den Fluss badest und dann kannst du auch wirklich ganz aktiv sagen, liebes Wasser, lieber Fluss, reinige mich von allen negativen Energien, ne? Verbinde mich mit dem Element Wasser, ich bin eins mit dem Wasser und das dient dafür zu, dass du sozusagen deine Energien wieder freisetzt und in den Fluss bekommst. Ne? Sie hat hier auch noch so einen Kristall umgebunden, auch Kristalle helfen dir sehr. Hier habe ich auch immer bei mir Energien sozusagen aus deinem energetischen Feld zu klären. Die Irene ist natürlich die Göttin für den Frieden, also hier geht es um Ruhe und Frieden, Frieden mit dir selbst, Frieden natürlich auch mit anderen Menschen und die Lakshmi, das ist überhaupt die Glücksgöttin, die wir hier drin haben, also eine der besten Karten natürlich auch. Lakshmi ist die Göttin des Glücks, die dir auch wirklich Glück bringt, auch wenn es um Geld geht, ne? Bitte Lakshmi darum, dass sie dir Geld bringt. Und das sind schon mal sehr positive Energien. Also hier geht es wirklich darum, dass du im Fluss bleibst, dass du mit dir im Frieden bist und dass du Glück anziehst aus diesem ich bin im Fluss, ich bin mit mir selbst im Rein und ich bin mit mir selbst im Frieden und ich ziehe Glück von nun an in mein Leben. Das darfst du dir gerne auch einmal so aufschreiben oder hier drunter schreiben und sozusagen dir auch immer mal wieder wiederholen. Ich bin im Fluss des Lebens, ich bin mit mir selbst im Frieden, ich ziehe Glück auf natürliche Art und Weise in mein Leben. Das Glück darf jetzt zu mir kommen. Ich lege euch die Karten mal dahin, könnt ihr sie noch angucken, vielleicht sagen sie euch ja auch noch irgendwas sozusagen so von dem, was ihr hier so seht. Ich nehme das Bäumchen hier weg, guck mal, dann nehme ich die liegen hier so bei mir gerade. Ich hole mal eine noch davon dazu, wo sie hier so kommt. Das sind aber Beziehungskarten, ne? Aber gucken mal, was da kommt. Falls du gerade schon jemanden hast. Pay attention to red flags. The signs are calling you. Also, hier könnte jemand in deinem Leben sein oder kommen, von dem du jedoch auch das Gefühl hast, dass er vielleicht, dass da schon so ein paar Warnsignale von vorne reinkommen. Ne? Was sind Warnsignale? Also der Klassiker, die Person fragt dich zum Beispiel niemals, wie es dir geht oder was du so machst. Also in meinen Zeiten als Single. Das eine Mal habe ich mir auch mal Tinder installiert und da habe ich auch festgestellt, da sind ja ziemlich viele Männer, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch gemacht habt, so und auf diesen Single-Börsen, die dann ganz ganz gerne von sich erzählen. Ne? Und ich bin Arzt und dies und das und tralala und mache dies und das und wohne hier und habe einen Hund und was weiß ich nicht was. Und dir fällt auf, der fragt dich gar nichts zurück, weil du fragst brav, ne? So nach dem Motto, und was machst du so? Und dann kommt da ein ganzer riesen Absatz zurück, was er alles macht, aber da kommt keine Gegenfrage zum Beispiel. Also Männer, die null Interesse zeigen an dem, wer du bist und was du machst, das wäre zum Beispiel für mich so ein typisches Signal von, nee, lieber nicht. Oder Menschen, die sozusagen von vornherein die das Gefühl geben, ja, aber das mag ich überhaupt nicht und dies mag ich überhaupt nicht. Also gerade für uns auch Tiermenschen, ne, ich habe ja auch viele Tiere oder natürlich auch andersrum, wenn du kein Tiermensch bist, wenn ich jetzt jemanden schon von vornherein hatte, der es mit Tieren so gar nicht hat, ist das nicht der Richtige für mich. Ich hatte damals schon in Deutschland immer 3 Katzen, jetzt mittlerweile habe ich 4 Katzen und einen Hund.
das passt nicht in mein Leben. Jemand, der Tiere nicht mag, würde nicht in mein Leben passen. Ne? Das müssen ja nur so Kleinigkeiten. Das zum Beispiel sagt nichts über den Charakter des Menschen wirklich aus oder es sagt aber schon mal, dass das für dich vielleicht nicht so richtig die Person ist, die für dich die richtige ist. Oder wenn wir jetzt davon oder so Dinge wie, wenn du schon merkst, dass der die ganze Zeit, wenn ihr zusammen seid, ein Getränk nach den anderen trinkt, alkoholischer Natur, und auch nach 6 Bierchen noch nicht irgendwie ansatzweise Anzeichen dafür zeigt, dass er jetzt ein bisschen viel getrunken hat, kannst du dir sicher sein, der trinkt nicht nur mit dir gerade zu viel Alkohol. Also so eine Sachen, hier ist ein bisschen der Hinweis, dass du wirklich darauf achtest, was zu dir passt und was nicht zu dir passt. Ich will das jetzt nicht mal so negativ formulieren, dass du dir hier irgendwelche Narzissten anziehst oder sowas, aber auch zum Beispiel dieses Thema von, jemand redet die ganze Zeit nur von sich selbst und redet die ganze Zeit davon, wie toll er ist. Das geht schon in so eine Narzissmus-Richtung, ne? Wenn da nicht eine Rückfrage kommt und wer du so bist. Und dann, die will ich aber auch eigentlich gar nicht hier zu den anderen so legen. Die anderen waren ja sehr schön, die Karten. Und dann haben wir hier Keep in Mind, also Obacht. Obacht. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Hier geht es auch wirklich darum, also gerade wenn wir hier auch von sowas reden wie Online-Single-Börsen, Apps, wie auch immer, dass du darauf achtest, dass du nicht nur hier den Daumen nach oben gibst oder den Swipe zum Herzchen bei den Jungs, von denen du findest, dass die wahnsinnig gut aussehen, sondern, oder Männern. Es geht darum, dass du wirklich ein bisschen guckst, mehr danach, was zu dir passt und wer gut für dich ist und zwar ein bisschen mehr nach hinten stellst, wie die Person aussieht. Weil hier haben wir drinnen liegen, das heißt ja übersetzt, für die, die nicht so gut Englisch reden, dein Seelenverwandter wird vermutlich nicht so aussehen wie der Typ, also der Typ Mann, den du sonst so ganz dolle anziehen findest. Also wohl mit diesem achte auf Warnsignale und guck bitte mehr nach nach jemandem, der die gleichen Interessen hat wie du, der an denselben Dingen Spaß hat wie du, als nach jemandem, der so aussieht wie der Mann, den du dir sozusagen backen würdest, optisch. Ja, das haben wir hier auch nochmal als Hinweis drin. Das ist ja schon mal interessant. Ich lege es jetzt trotzdem hier so dazu. Da kommen sie irgendwie trotzdem, habe ich das Gefühl, sie wollen hier zu der Lakshmi zum Glück gehen. Also das ist ja auch Frieden, ne? Frieden, Glück. Findest du nicht mit Menschen, die vorzeigbar sind im Sinne von, damit kann man, das ist genau der Typ Mann, den ich immer haben wollte, optisch gesehen, sondern deinen inneren Frieden und dein Glück wirst du vermutlich eher mit jemandem finden, den du jetzt optisch nicht sofort sozusagen das Mega-Herzchen geben würdest, auf Facebook oder wie auch immer, wo man sich so rumtreibt aktuell. Doch, ich habe die Karten in der Hand, nicht die anderen. Okay, dann fangen wir mit diesen Karten an, dem Rainbow Tarot. Links sind auch immer unten in der Beschreibung. Also ich sehe hier schon, dass das Rad des Schicksals fällt auf die Wassergöttin. Also ich würde dich wirklich, so ein kleiner Hinweis vielleicht darauf, wie gesagt, ist da ein Fluss bei dir in der Nähe? Geh an den Fluss. Das ist könnte irgendwie wichtig für dich werden, an diesen Fluss zu gehen. Verabrede dich zum Spaziergang am Fluss vielleicht, wenn du ein Date hast auch. Irgendwas mit diesem Fluss und Rad des Schicksals kommt hier schon mal raus. Wenn du keinen Fluss hast, könnte es auch ein See sein. Kein Meer, Süßwasser. Notfalls vielleicht auch ein Schwimmbad. Ui, jetzt kommen aber viele. So, übrigens zum Thema Wasser. Ich bin ja auch Steinbock, kommt mir natürlich so ein. Ich wohne ja in Mexiko. In Mexiko haben wir die Cenoten. Das ist ein unterirdisches Wassersystem und da hast du halt so, ja, natürliche, man könnte es sagen, Seen, aber es ist halt wirklich Wasser, was was über sich ja Jahrhunderte auch angesammelt hat und darunter fließt immer noch das Salzwasser vom Meer durch. Und denen sagt man zum Beispiel auch extreme spirituelle Heilkraft nach. Als Hinweis, falls du schon mal überlegt hast, nach Mexiko zu kommen, melde dich bei mir. Wir haben dich hier schon mal drin als die Königin der Stäbe.
Ich fasse es gleich zusammen. Wir haben dich hier drinne mit den 4 der Kelchen, den 2 der Kelchen dann umgedreht gesehen, der Königin der Kelche umgedreht gesehen. Da haben wir auch das Teufelchen mit drinne, umgedreht gesehen. Die 9, die lege ich mal hier drauf, das ist irgendwie so. Oder unten drunter, okay, dann muss noch was daneben sein. Okay, machen wir es so. 9 der Münzen, umgedreht gesehen. Nochmal umgedreht gesehen. Eben dem hier, den Herrscher. Die 9 der Schwerter, den Ritter der Kelche, den hatte ich den nicht, aber der war doch vorhin eben gerade noch richtig rumgelegen, da bin ich mir relativ sicher. Okay, den deuten wir mal ein bisschen anders, weil ich weiß, dass der richtig rumgefallen war vorhin. Ich habe ihn jetzt falsch rumgelegt. Mit den Königin der Stäbe, das ist wirklich schon mal eine super positive Karte für dich. Das heißt, dass du hier total in deiner Kraft stehst und dass du auch weißt, was du willst. Ne? Also auch hier, setze bitte wirklich deine Intention auf das, was du willst und nicht auf das, was du nicht willst. Ne? Wenn du dich nur fixierst auf rote Flaggen hier, auf rote Tücher, was könnte ein rotes Tuch für dich sein? Das willst du auf keinen Fall, das will ich nicht, das will ich nicht. Der muss, so soll er nicht sein, der soll nicht geizig sein, der soll nicht die ganze Zeit nur von sich selbst reden, der soll nicht noch bei Mama wohnen. Dann sind das die falschen Signale, die du ins Universum gibst, weil da sind wir wieder beim negativen Denken, weil du das Universum sozusagen nicht versteht, das versteht das Wort nicht. Also du sagst dann, ich möchte jemanden, der selbstständig ist. Ich möchte jemanden, der mir gut zuhören kann. Ne? Also alles, was du sozusagen als negativ siehst, konzentriere dich auf das, was die positive Eigenschaft von ihm ist. Du bist hier sehr, sehr in deiner Kraft. Du weißt sehr, was du willst. Aber nimm das, was du willst, um darüber nachzudenken, und nimm nicht das, was du immer nicht willst, hier mit den roten Flaggen auch. Ne? Und dazu eben auch die 4 der Kelche. Und die 4 der Kelche ist eben genau das, dass man manchmal Schwierigkeiten hat, dass das Universum hier nochmal die Person, die richtige für dich ist, die sieht vielleicht nicht so aus, wie du es im ersten Moment dir erträumen und erwünschen würdest von deinem Gegenüber. Es ist jetzt auch wirklich egal, ob du Frau oder Mann bist, ne? Also wie du dir deine Traumfrau oder Traummann vorstellen würdest. Ne, das ist vielleicht nicht Brad Pitt. Das ist nicht, wie heißt die, Mila Kunis. Das ist halt vielleicht jemanden, der halt doch schon ein bisschen dickeres Bäuchlein hat und 5 Falten um die Augen. Aber ist das wirklich schlimm? Es geht darum, dass du dich wirklich auf die Werte konzentrierst, die du haben möchtest, weil das Universum versucht dir immer wieder was reinzugeben, kriege ich hier, aber du siehst es gar nicht. Also es ist vielleicht sogar schon, diese Person ist im Zweifelsfall sogar schon irgendwo in deinem Feld mit drinne, versucht vielleicht sogar auf sich aufmerksam zu machen, aber du siehst diese Person gar nicht, weil sie eben nicht diesen Anspruch erfüllt, den du rein optisch an deinen Gegenüber hast. Ich habe hier mit den 2 der Kelchen ebenfalls und den Königin der Kelche, daneben das Teufelchen hier umgedreht gesehen. Hier geht es auch ein bisschen darum, dass du über deinen eigenen Schatten springst. Mit der Königin der Kelche die umgedreht ist, hast du oft ein Problem, und das ist, glaube ich, auch ein typisches Steinbock-Problem, das kenne ich auch sehr gut, wirklich von Herzen auf andere Menschen zuzugehen. Also du hast wahrscheinlich das Gefühl, wenn du dein Herz zu sehr öffnest, dann wirst du verletzt. Wenn du zu lieb zu anderen Menschen bist, dann könnten sie dich ausnutzen. Auch das sind alles sozusagen negative Glaubenssätze, die wir oft aus unserer Kindheit mitgenommen haben. Hier ist die Aufforderung an dich, dass du auch die Königin der Herzen sein darfst. Ne? Nicht nur die Königin der Aktion, die Macherin, die weiß, was sie will, die mit Selbstbewusstsein auftreten kann und sagen kann, das wünsche ich mir, dies wünsche ich mir und das will ich auf keinen Fall, sondern dass du auch wirklich auf andere Menschen zugehst und mit einem offenen Herzen auf andere Menschen zugehst. Weil wir haben hier mit den 2 der Kelchen umgedreht auch nochmal, was ich schon sage, es kann für einige von euch sein, dass da schon durchaus jemand in deinem Umfeld ist, der dir gerne näher kommen würde, aber du gibst diesen Menschen gar keine Chance und bist zu diesen Menschen sozusagen alles andere, Entschuldigung, als wie ich das sage, so als nett. Also dieser Mensch hat durchaus schon verstanden,
dass du offensichtlich kein Interesse an ihm hast oder an ihr hast, aber eigentlich wäre diese Person jemand, der dich durchaus hier mit Glück und Zufriedenheit erfüllen würde, wenn du dieser Person auch mal eine Chance geben würdest. Weil hier haben wir auch mit diesem Teufel umgedreht, das geht auch um dich, habe ich das Gefühl. Es geht wirklich um diese Erkenntnis dessen, dass du nicht an andere Menschen, also an dein Umfeld, immer diesen Anspruch haben solltest, dass du sozusagen alles auf dem Silbertablett serviert bekommst. Also dass jemand, wie so ein Ritter, der hier auch sich ja wieder umgedreht hat, dass der Ritter auf dem Pferd angeritten kommt, der genauso aussieht, wie du ihn haben möchtest und der dich dann erst davon überzeugen muss, dass du jetzt sozusagen mit ihm eine Beziehung haben sollst, der sozusagen alles macht, damit du erkennst, dass er der Richtige für dich ist, dass du dich auch ein bisschen dahin bewegst, dass du auch anderen Menschen überhaupt die Chance gibst, dich zu sehen. Also auch dein Herz zu sehen. Nicht nur sozusagen, wieder bei dem Beispiel mit dem Typ damals, der mir geschrieben hat, er ist Doktor und er ist dies und er hat Haus und was weiß ich nicht was. Das interessiert mich ja gar nicht. Also ich verbinde mich ja nicht mit jemandem, weil er Doktor ist. Und das sagt ja nichts über diesen Menschen aus. Also dein Beruf sagt in den meisten Fällen ja tendenziell was über dich aus, ne? Also Arzt oder Krankenschwester, Krankenpfleger sagt natürlich schon mal eigentlich schon aus, dass du wahrscheinlich ein gutes Herz hast und anderen Menschen hilfst, also vor allem wenn du Pfleger oder Krankenschwester bist. Aber statt zu sagen, ich bin Pflegerin und ich bin Krankenschwester und ich wohne in der und der Wohnung, erzähle halt stattdessen, ich persönlich bin Krankenschwester und ich liebe meinen Beruf aus dem und dem Grund, weil ich anderen Menschen helfen kann. Ich finde das schön, wenn Menschen krank kommen und gesund das Krankenhaus wieder verlassen. Das ist der beste Moment meines Tages. Mich persönlich macht das total glücklich, in der Küche zu stehen und Spaghetti Bolognese zu kochen, statt zu sagen, ich bin auch eine gute Köchin. Erzähle von dir aus deinem Herzen, warum machst du, was du tust? Was macht dich glücklich? Warum isst du die Sachen gerne, die du gerne isst? Warum tust du die Sachen gerne, die du gerne tust? Ne? Erzähle nicht, ich tue das, aber gib keine Info dazu, warum du das gerne tust, weil hier haben wir wirklich drinnen liegen, dass du mehr aus deinem Herzen mit Menschen reden solltest. Du hast hier zu viele Ängste, du erwartest zu viel von anderen, aber gibst zu wenig rein. Verstehst du, was ich dir sagen möchte? Das ist das, was ich hier sehe. Mit den neuen der Münzen auch, also auch und die sind auch umgedreht. Es geht auch wirklich darum, also auch wenn du gerade wenn es um deinen Beruf geht und du bist da aber gerade gar nicht glücklich. Ich finde, auch das darf man sagen. Also man darf auch sagen, ich mache gerade den und den Job, ich bin da aber gar nicht glücklich. Deshalb bin ich nicht glücklich. Ich mache diesen Job, aber ich mache ihn jetzt schon seit 20 Jahren. Langsam wird es mir sehr, sehr langweilig. Ich habe aber noch keine Idee, was ich sonst machen soll. Und dann hast du ja auch schon eine Grundlage, wo du mit einer anderen Person über dich sprichst und Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Und hier ist ein bisschen auch dieses drinne, dass du wahrscheinlich so einen Job hast, der dich vielleicht mal erfüllt hat, aber aktuell nicht mehr erfüllt. Und ein bisschen auch die Aufforderung, ein bisschen danach zu gucken, was dich denn mehr erfüllen würde oder dich dann auch wieder mehr Sachen zu widmen, die dich glücklich machen würden. Und wenn es halt wirklich nur ist, dass du am Wochenende einen Spaziergang ans Wasser machst, statt zu Hause zu sitzen und auf Facebook rumzuscrollen, als Beispiel. Wer sich angesprochen fühlt, fühlt sich angesprochen. Wer sich nicht angesprochen fühlt, für den geht es hier gleich weiter. Es muss nicht immer alles mit dir resonieren, was ich sage, okay? Aber hier haben wir mit der neuen der Münzen umgedreht. Das ist richtig rumgesehen, wäre das halt eine Karte, wo es wirklich darum geht, dass du Spaß an deiner Arbeit hast, dass du dich auf deine Arbeit konzentrieren solltest, dass du auch froh sein solltest über all das, was du schon erreicht hast. Und das gilt auch, wenn du nicht glücklich mit deiner Arbeit bist. Ne? Konzentriere dich auf das, was du alles schon erreicht hast und konzentriere dich darauf, was du noch erreichen möchtest. Oder sei auch fair zu dir selber und sag, ich habe diesen Job so und so lange gemacht, aber langsam habe ich daran gar keinen Spaß mehr.
Könnte ich jetzt was ändern? Was könnte ich ändern? Würde ich mir zutrauen, einen anderen Job zu machen? Welcher Job wäre das? Dass du dich auch gerne im August mal mit solchen Fragen beschäftigen kannst. Wir haben hier dann den Herrscher umgedreht gesehen, neben eben dieser Karte mit deinem Seelenverwandten, über die wir gerade schon geredet haben. Und ich habe da drinne, dass du hier wahrscheinlich schon irgendjemanden kennengelernt hast, wo du schon irgendwie merkst, dass da Sachen nicht so richtig funktionieren, dass dieser Mensch vielleicht auch einfach zu dominant für dich ist, was du vielleicht nicht so richtig magst. Und hast irgendwie so das Gefühl, also auch mit diesen neuen der Schwerter darüber, du hast vielleicht auch schon irgendwelche, wenn du von jemandem auch schon geträumt hast, im nicht so positiven Sinne, dann liegt das daran, dass dein Unterbewusstsein eigentlich schon weiß, dass dieser Mensch nicht der Richtige für dich ist. Um das mal ganz klar und deutlich zu sagen. Also wir haben hier jemanden drinnen liegen, der vielleicht eben genau das hier optisch deinen Kriterien entspricht, den du als super gut aussehen empfinden würdest. Ne? Es ist wie gesagt, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, ich rede jetzt für euch beide. Sie eher als super gut aussehen empfinden würdest und vielleicht auch findest, dass der, sagen wir mal, ein eloquentes Auftreten hat. Aber irgendwas innen drinne sagt dir schon, das stinkt. Und hier ist drinne, dass du bitte dem auch nachgehen solltest, diesem Gefühl. Wir haben hier diesen Ritter der Kelche umgedreht gesehen. Also diese Person wird nicht so richtig in der Lage sein, dir zu geben, was du brauchst. Und das meine ich jetzt wirklich auf emotionaler Ebene. Ne? Der kann auch super gut performen, sobald die Lichter ausgehen. Aber langfristig gesehen ist das halt wahrscheinlich nicht das, was du eigentlich suchst. Nochmal mit dem Hinweis darauf, dass das, was du suchst, eigentlich schon relativ nah an dir dran ist. Du es nur aktuell noch nicht siehst. Hier haben wir die Königin der Münzen liegen und die Königin der Münzen ist, dass du auch wirklich gut daran bist, sozusagen deinen eigenen Wert zu kennen. Also wir haben hier sowohl dich als Königin der Stäbe drinnen liegen, als auch Königin der Münzen. Königin der Münzen steht auch für Steinbock, Erdenergie, ne? Und hier wirklich, dass es auch wirklich darum geht, dass du deinen eigenen Wert auch weiter hochhältst, das, was du wirklich möchtest, das, was du wirklich willst. Und dass du auch sozusagen finanziell gut gestellt bist. Ne? Auch wenn du daran überlegst, den Job zu wechseln, für dich, du weißt, wie du für dich selbst sorgst. Müsstest du dir zumindest keine Sorgen machen, dass du wahrscheinlich auch das schnell wieder in dein Leben ziehen würdest. Du würdest auch einen anderen Job in dein Leben ziehen können, der dich finanziell stützt. Da müsstest du dir keine Sorgen machen. Diese Ängste kommen aus deinem Unterbewusstsein, die sind aber, hier ist wirklich angezeigt, du weißt, wie man gut und hart arbeitet und du müsstest dir niemals Sorgen darum machen, dass du nicht genug Geld für dich selbst verdienst. Wir haben den Gehängten sozusagen richtig rum, falsch rum. Und hier ist es wirklich, der Gehängte ist jemand, der steht einfach für das, zu dem, was er auch möchte und zu dem, was er will. Und er hält auch an seinen Prinzipien fest und das ist in den meisten Fällen auch gut so. Ne? Du solltest auch hier, wenn es um dieses Männerthema geht, die Aufforderung, nicht die Prinzipien über Bord zu werfen, weil du jetzt gerade von irgendjemandem geblendet wirst, der, wie gesagt, auf der Blendefläche ganz toll aussieht und wahnsinnig sexy ist und wahnsinnig attraktiv ist. Aber wenn du schon merkst, da stimmt irgendwas nicht und der versucht auch dir irgendwie zu sagen, dass du über Dinge anders denken solltest, dass du Dinge anders machen solltest. Vorsicht, auch das ist wirklich, sag dir hier nochmal, nein, du sollst bei dir bleiben hier als Königin der Münzen und nicht deine Prinzipien anfangen zu verraten, hier auch unter dem Teufel, um anderen Menschen zu gefallen, vermutlich einer Person, die du in deinem Leben hast oder jetzt kennenlernen wirst, eben im August, der dir optisch erstmal richtig gut gefällt. Der Gehängte, der verrät seine Prinzipien nicht, auch wenn das bedeutet, dass Zeiten dann sozusagen, dass es erstmal nicht weitergeht, dass du sozusagen dann sagst, dann bin ich halt lieber wieder alleine, aber nicht mit jemandem, der mich verbiegen und verdrehen möchte. Okay, jetzt haben wir die 6 der Kelche und die liegt, wie gesagt, neben dieser Flusskarte. Das wird jetzt wirklich gleich ein bisschen explizit Wahrsagerkram sozusagen, für die ein oder andere von euch.
Die 6 der Kelche spricht immer von einem Menschen, den du bereits kennst. Den, wie gesagt, den kennst du entweder bereits von früher, meistens, oder der ist schon in deinem Umfeld, steht aber oft, weil ich mache so, dass ihr die Karten seht, steht oft für einen Menschen, den du wieder treffen wirst. Also jemanden, den du schon kennst, den du aus den Augen verloren hast und der wiederkommen wird. Und wieder nochmal mit diesem Rad des Schicksals auf dem Wasser. Und ich habe euch gesagt, ich lege die Karte dahin und ich gucke, welche Karte hier fällt. Geh spazieren am Wasser. Geh baden im Wasser. Hier irgendwie irgendwas mit Wasser. Vielleicht arbeitet diese Person auch am Wasser, du weißt, wen ich meine, aber sprich dafür, dass du da eine Verbindung zu jemandem hast, den du eigentlich schon kennst aus der Vergangenheit, der dich wieder finden möchte. Und das Ganze hat zu tun mit fließendem Wasser, Süßwasser. Mit den 10 der Schwertern, hier umgedreht gesehen, eben auf diesem umgedrehten Herrscher, kann ich dir nur leider nochmal sagen, der ist es nicht. Der wahnsinnig gut aussehende Typ, es ist nicht. Die wahnsinnig gut aussehende Frau, sie ist es einfach nicht. Es tut mir leid. Das wird nicht funktionieren. Also das wird sich wahrscheinlich irgendwann im August spätestens rausstellen, dass das nicht funktioniert zwischen euch beiden. Das ist nicht das Richtige für dich. Hier geht es darum, dass du mit dem Pagen der Münzen auch wirklich bei deinem Selbstwert bleibst. Also, dass du nicht sozusagen Kompromisse machst, wenn du jetzt schon merkst, dass jemand anfängt, an deinem Selbstwert zu knabbern und zu beißen, den du um dich hast. Dass diese Person, wenn du mit dieser Person zusammen bist, dir eben nicht dieses Gefühl gibt, du bist super toll. Ne? Auch mit dem umgedrehten König der Münzen. Sei vorsichtig. Also auch gerade wenn es um narzisstische Persönlichkeiten geht, die haben oft so diese Tendenz, dir am Anfang irgendwie dieses Gefühl zu geben, dass du unglaublich toll bist, unglaublich schön, dass sie sozusagen noch nie so eine Frau kennengelernt haben wie dich oder Mann. Du bist einfach irgendwie schöner, besser, toller als jeder andere Mensch, der auf diesem Planeten gewandelt, den sie jemals in ihrem Leben kennengelernt haben. Und plötzlich, wenn sie wissen, die haben dich jetzt an der Leine und die Leine wird langsam eingeholt, fängt es dann nämlich an mit, gefällt dir dieses Kleid wirklich? Ich finde, das ist nicht so vorteilhaft. Also wenn wir essen gehen, würde ich doch von dir erwarten, dass du dir hohe Schuhe anziehst. Ich sage jetzt mal irgendwelche Beispiele in den Raum gestellt, ne? Ich finde, du solltest vielleicht, was deinen Job angeht, also kann ja sein, dass du damit zufrieden bist, Krankenschwester zu sein, aber hast du dir schon mal überlegt, was anderes zu machen? Also meine Ex-Frau war ja zum Beispiel Lehrerin, so sinngemäß Lehrerin gibt viel mehr her, ne? Also so eine Dinger kenne ich auch und ich will jetzt nicht sagen, von wem, es ist jemand aus meiner Familie. Weil mal so, meine Stiefmutter ist Krankenschwester, das kann man sich den Rest denken. So eine Geschichten. Hör hin, was diese Person dir über dich und deinen Selbstwert reflektiert. Hast du das Gefühl, dass wenn du mit dieser Person zusammen bist, dein Selbstwert nach oben geht oder nach unten geht? Und selbst wenn du nicht wirklich erklären kannst, warum du das Gefühl hast, dass es von so plötzlich anfängt, so zu werden, lese bitte die Zeichen. Mit dem Ass der Schwerter umgedreht gesehen und den 10 der Pentacles umgedreht zu gesehen. Hier geht es auch irgendwie ein bisschen auch um Geldthemen, könnte ich mir sagen. Also sei vorsichtig zum Beispiel auch, wenn diese Person dich darum fragt, ob du ihr Geld leihen kannst. Diese Person wird sich wahrscheinlich ziemlich schnell von dir entfernen, wenn du dieser Person nicht aushelfen kannst mit Geld oder ähnlichen Themen. Wenn diese Person dich aber auch ständig bittet, also ob sie dein Auto leihen kann und du sagst, das passt mir jetzt nicht so gut. Wie reagiert diese Person hier drauf? Wir haben hier wirklich jemanden drinnen liegen, den du triffst oder getroffen hast gerade, wo ich ein ziemlich großes Nein reinbekomme auf gut Deutsch. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es geht weiter mit dem König der Schwerter, der ist auch umgedreht gesehen. Das heißt, diese Person wird wahrscheinlich relativ schnell in Distanz zu dir gehen. Diese Person möchte dich mit dieser Distanz aber bestrafen, damit du sozusagen mehr Interesse hast und wieder mehr darauf anspringst und dieser Person wieder mehr hinterher rennst, weil diese Person sich nicht mehr richtig meldet. Die Person spielt ein Spiel.
Bitte sei sehr vorsichtig mit dieser Person, weil wir haben hier jemand anderen bereits in deinem Feld drinne, der sehr, 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 sehr viel besser für dich ist, der dich glücklich macht, der dir Frieden bringt und der sozusagen mit dir auf einem Nenner ist. Und diese Person wirst du mit dieser Karte angezeigt vermutlich sogar schon kennen. Habe ich hier zweimal drin. Das ist keine dir komplett unbekannte Person. Mit den 6 der Schwerter nochmal. Hier geht es wirklich darum, dass du dich im Zweifelsfall hier, ich sag's mal so, wie es hier auf der Karte, wie man es auf der Karte auch erkennt, setz dich auf dein Einhorn, behalte sozusagen dein Krönchen auf und reite davon. Wenn du merkst, das ist es nicht. Bitte, bitte, bitte. Reite davon. Lass dich gar nicht erst auf irgendwas ein, was dein Selbstwert nur noch schmälern wird. Nehmen wir dazu noch, also die anderen wollte ich, warte, die. Nochmal eine von denen dazu. Ups, ui, das sind ein bisschen viele. Und alle umgedreht, deswegen nehme ich sie jetzt nicht. Und Pokerface. Nehmen wir die und machen nochmal hier. Karma Relationship, siehst du? Karma Relationship, Karma. Karma ist immer nicht gut. Karma heißt, da gibt es irgendwas, was dir das Schicksal das bringt, weil du nochmal was über dich selbst lernen darfst. Über das, was du über dich selbst glaubst, über das, was du glaubst, was du selbst verdient hast, aber das ist nicht sozusagen das, was wirklich zu dir gehört hier energetisch, das hier alles. Und Pokerface, No Showing Hand, Gambling, Risk and Options. Also diese Person zeigt noch nicht ihr wahres Gesicht und du wirst aber in deinen Träumen wahrscheinlich schon relativ schnell merken, dass du da Dinge träumst, die merkwürdig sind oder dass du so Gefühl hast, dass irgendwas komisch ist und so. Also, ja, tut mir leid, aber der optisch gut aussehende Mann, der ist es vermutlich nicht. Und The Chaser kriege ich auch nicht noch dazu. Fear for Abandonment, Chasing, Codependence. Codependence ist genau das, was man immer hat mit den Narzissten. Die machen sozusagen, die schmieden so ein kleines, stricken da so ein kleines Band zu dir und dann hast du das Gefühl, wie gesagt, sind sehr gut da drin, dir erstmal zu vermitteln, dass du die Schönste, die Beste, die Tollste bist. Da füttern sie dich erstmal mit einem wundervollen Gefühl. Das Gefühl nämlich von, ich bin einzigartig und schön und großartig, aber dieses Gefühl müssen wir uns erstmal selber geben, das darfst du nicht vom Außen erwarten. Wenn du immer vom Außen erwartest, dass dir jemand das reflektiert, dann machst du es eben solchen Menschen sehr einfach, die genau wissen, sie müssen das Gefühl füttern und dann haben sie dich auf ihrer Seite und dann schnappt die Falle wirklich, man kann es nicht anders sagen, zu. Und was ich hier schon gesagt habe, dass die Person sich wahrscheinlich dann aufhört zu melden, sobald du ihr irgendwas nicht gegeben hast, was sie von dir gerne möchte, wie zum Beispiel Geld, wird diese Person sich nicht melden und wird hoffen, dass du ihr hinterher rennst. Und hier ist bitte die Aufforderung, dass du diesem Menschen hier nicht hinterher rennst, dass du dem nicht weiter Energie findest. Es geht für dich darum, dass du dein Glück und deinen Frieden findest. Lass mich dazu noch eine Affirmation auch holen. Dass du hier jemanden findest, der wirklich gut zu dir passt, der durchaus schon in deinem Feld ist. Gib diesen Menschen auch eine Chance, rede mit offenem Herzen mit diesen Menschen. Rede am besten mit allen Menschen mit offenen Herzen auch sein, aber explizit der hier auch schon angezeigt wird. Will nicht fallen, fehlen aber auch welche. Hier liegt noch eine, da liegt noch eine. Vielleicht waren es die. So. My genuine desire to serve clears the path for me to step into my purpose. Also das ist hier auch für die gerade, die hier angesprochen waren, gerade zum Thema anderen Menschen helfen, mit deinem Beruf anderen Menschen helfen. Hier geht es schon darum, dass das auch deine Bestimmung ist. Ne? Also für mich wird sozusagen mein Weg klar sein, wenn ich weiß, dass meine Bestimmung es ist, der Welt zu helfen, to serve others, also anderen zu helfen. Oder der Welt zu helfen. Also das ist sozusagen, das ist schon durchaus deine Bestimmung, aber pass auf, dass andere das nicht ausnutzen und versuchen dich sozusagen dazu zu bewegen, dass du von nun an nur noch ihnen hilfst, für sie tust und für sie machst und nicht für andere. Ne, immer erst bei dir anfangen, ne, ihr wisst ja auch hier, ne, im Flugzeug, erst dir die Maske aufsetzen, dann den anderen.
Na, du kannst sozusagen, du musst immer erstmal dir helfen, du musst mit dir selbst gut sein, du musst selbst daran glauben, dass du das verdienst, dass du jemanden findest, der gut für dich ist, der richtig für dich ist, der dich so liebt, wie du bist. Und nicht darauf warten, dass andere dir das sozusagen permanent auf dem Tablett servieren, weil diese Menschen wollen oft einfach nur dich am Ende des Tages ausnutzen, weil sie nämlich sehen, dass du hier ein ziemlich, ziemlich gutes Herz hast. Haben wir noch eine Affirmation vielleicht, die... warte mal, ich nehme von dem. 9. Da ist sie schon. Choice. Also Wahl. Du hast die Wahl. Und jetzt noch eine runtergefahren. Du hast die Wahl. I choose serenity, light and positive energy. No matter what I go through, I choose happiness. I rise above fear and direct my thoughts to God. Also ich habe immer die Wahl, positiv zu denken. Egal, was ich gerade durchmache, ich wähle am Ende immer, dass ich glücklich bin. Ich werde über die Angst herauswachsen und ich richte meine Gedanken an Gott. Kannst du auch mit Universum ersetzen oder wo immer du glaubst. Ne? Glaube an etwas Höheres, was dich führen wird und was dich auch beschützen wird, und glaube wirklich, bleibe in dieser positiven Energie, was ich am Anfang euch schon gesagt habe. Wenn Claudia hier schreibt, ich glaube es tatsächlich nicht mehr, ne, dass ich hier jemanden finde, bitte bleibe in diesem Glauben und glaube auch daran, dass Gott, das Universum, das Unendliche, Lakshmi dir den richtigen bringt. Inner Strength. So, hier haben wir auch immer so Sakralchakra, Weiblichkeit mit drin. Nothing moves me from my path to the light, because I have complete confidence in myself. I realize my innate qualities and abilities and know that with God I can do anything. All the power I need is within me. Ja, sehr Gottkarten, ne? Also Gott, Jesus, an alles, woran du glaubst. Nimm das bitte wirklich auch, um dich selbst zu stärken und dich zu glauben, auch dass du beschützt bist und dass du die richtigen Eingebungen auch hast, ne? Dass deine Engel bei dir sind. Innere Stärke. Nichts kann mich davon abbringen, meinen Weg zu gehen, der Richtung Licht geht, weil ich an mich selbst glaube. Das ist ja auch das, was ich euch gesagt habe. Ich glaube an mich selbst. Ich realisiere, dass ich einzigartige Qualitäten habe und dass ich alles tun kann mit dem Wille von Gott. All the power I need. Alles, was ich brauche, habe ich bereits in mir drinne. Ne? Um in ein Inneres geht es. Und Balance. Ähnlich mit Frieden hier auch nochmal, mit dieser Karte hier. I find balance between each sphere of my life. Also ich kann alle meine verschiedenen Sphären meines Lebens in Balance bringen. I'm the master of my daily life. Ich bin der Master meines täglichen Lebens, der Meister meines täglichen Lebens. I make time to nourish the spiritual and physical. Also ich nehme mir Zeit für mich selbst, um mein spirituelles Ich zu begüschen. Fällt mir jetzt an nourish, ja, begüschen, also lieb zu sein, gut zu sein, zu mir selbst, sowohl zu meinem spirituellen Ich, als auch zu meinem physischen Ich, also zu meinem Körper. I bring love to my world by fulfilling the needs of my body and soul. Also hier geht es wirklich darum, dass du erstmal wirklich darauf hörst, was deine Seele braucht und was dein Körper braucht. Und dein Körper wird vermutlich auch reagieren auf Menschen um dein Umfeld. Ne, klar, also ich meine, wenn der wahnsinnig gut aussieht oder sie und wahnsinnig sexy ist, dann ja klar reagiert der Körper auch drauf, aber achte auch in Konversation mit anderen darauf, wie dein Körper reagiert. So, dann habe ich noch, träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Was habe ich euch am Anfang gesagt, liebe Claudia? Ich glaube tatsächlich nicht mehr dran. Träume dein Leben schön und mache aus deinem Traum Realität. So, und jetzt ziehe ich euch noch ein Symbol und dann sind wir zu Ende. Und ich habe den Schmetterling. Ist das nicht schön?
den Schmetterling. Also, ne, du bist selbst sozusagen Herr deiner Realität. Du bist auch der Herr daraus, du bist vielleicht immer noch das kleine Räubchen, aber du kannst jederzeit immer noch zum Schmetterling werden. Und du kannst das schönste leben, was du dir vorstellst. Bitte, bitte hör niemals auf, daran zu glauben. Und hör auch niemals darauf zu glauben, dass du verdienst, dass das Richtige zu dir kommt, dass Glück und Frieden zu dir kommt. Aber achte auch darauf, wer sozusagen von dir mehr nehmen möchte oder mehr von dir oder dich ändern möchte und all das. Du bist gut, so wie du bist, und man kann auch in Beziehungen über alles reden. Ja, also, wenn einem was nicht gefällt, was der andere macht, ich finde, man sollte doch auch durchaus die Stärke haben, darüber zu reden. Aber wenn jemand dich anfängt, permanent zu kritisieren, für wer der du bist, für was du bist, was du magst, was du anziehst, tschüss, sagst du dann, tschüss, ich brauche dich nicht, ciao. Und gut, wenn du dich nicht mehr meldest, ich habe dann nicht das Gefühl, dass ich mich bei dir melden muss. Nein, 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 nein. Ne? Auch wenn er sich dann plötzlich anfängt, ganz doll bei dir zu melden wieder. Sei vorsichtig damit. Ich glaube, für dich ist jemand schon bereits in deinem Leben, der wirklich, wirklich gut für dich wäre. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.